Ein 90 Kilo schwerer Cane Corso weigerte sich 5 Tage lang, das Zimmer eines 7-jährigen Mädchens zu verlassen. Kein Essen, kein Wasser, keine Pausen. Was die Familie Schmidt um genau 3:17 Uhr morgens am 5. Tag entdeckte, wird alles zerstören, was du über die Bindung zwischen Rettungshunden und den Kindern dachtest, die sie beschützen. Das ist Max und das ist Emma, das kleine Mädchen, dessen Leben er auf eine Weise rettete, die kein Mensch vorhersehen konnte. Vor 6 Monaten betraten Rachel und David Schmidt ein Tierheim in Hamburg. Was sie fanden, war ein 90 Kilo schwerer schwarzer Cane Corso, den alle aufgegeben hatten. Margarete Torres, die Tierheimdirektorin, zog sie beiseite, bevor sie seinen Zwinger erreichten. »Dieser Hund wurde 2-mal zurückgebracht«, sagte sie fest. »Er ist zu intensiv, zu beschützend. Seid ihr euch absolut sicher, dass ihr ihn bei einem Kind haben wollt?« Rachel sah David an, dann hinunter zu ihrer Tochter Emma, bei der vor 4 Monaten Typ-1-Diabetes diagnostiziert wurde. »Emma braucht einen Freund, der sie nicht wie Glas behandelt«, sagte Rachel leise. »Vielleicht braucht Max jemanden zum Beschützen. Vielleicht brauchen sie sich gegenseitig.« David war nicht überzeugt. »Dieser Hund wiegt mehr als wir beide zusammen, Rachel. Was passiert, wenn Emma eine Blutzuckerepisode hat? Was ist, wenn er nicht versteht, wie zerbrechlich sie ist?« Aber Emma hatte ihre Entscheidung bereits getroffen. Sie ging direkt zu Max' Zwinger. Ihre winzigen Finger umklammerten die kalten Metallstäbe. »Hallo, großer Kerl«, flüsterte sie. »Du siehst traurig aus. Ich bin auch traurig, wenn mein Zucker verrückt spielt. Willst du mit mir nach Hause kommen?« Max' massiver Kopf neigte sich. Seine dunklen Augen fixierten Emmas Gesicht. Und zum ersten Mal seit 8 Monaten, so sagte jedes anwesende Mitarbeiter, bewegte sich sein Schwanz. Nur einmal, aber er bewegte sich. Max kam an diesem Samstag mit strengen Regeln nach Hause. Emmas Typ-1-Diabetes bedeutete unvorhersehbare Blutzuckerschwankungen, nächtliche Kontrollen und ständige Wachsamkeit. David installierte 2 Kindergitter am Fuß der Treppe. »Emmas Zimmer ist absolut tabu«, sagte er und sicherte das 2. Schloss. »Egal wie ruhig er scheint. Ein Unfall und...« Er beendete den Satz nicht. Er musste es nicht. Aber Max hatte bereits entschieden, wo er hingehörte. In der ersten Nacht positionierte sich Max am Fuß der Treppe. Sein 90-Kilo-Körper bildete eine lebende Statue unter diesen Kindergittern. Kein Auf- und Ablaufen, kein Winseln. Er saß einfach da, sein massiver Kopf zur geschlossenen Tür von Emma nach oben geneigt, lauschte jedem Geräusch, das sie machte. »Das ist seltsam«, sagte Rachel zu David beim Frühstück und beobachtete Max durch die Küchentür. »Er ist seit 4 Stunden dort. Er hat sich kein einziges Mal bewegt.« Aber hier ist, was Rachel von der Küche aus nicht sehen konnte. Jedes Mal, wenn Emma ein Geräusch machte, ein Husten, eine Bewegung im Bett, sogar das leise Piepen ihres Glukosemonitors, reagierte Max' gesamter Körper. Seine Ohren schnappten nach vorne, seine Augen fixierten die Treppe. Seine massiven Pfoten verschoben sich, als ob jede Zelle seines Körpers ihn anschrie, zu ihr zu gehen. 3 Wochen nach Max' Ankunft wurde Emmas Diabetes instabil. Ihre Werte schwankten wild, 94, dann 287, dann 156, dann 340. Rachel und David kontrollierten ihren Blutzucker alle 2 Stunden und stellten Alarme für 1 Uhr, 3 Uhr, 5 Uhr morgens. An einem Mittwochabend um 3:14 Uhr brach Rachel auf dem Sofa zusammen, nachdem sie Emmas 3. hohen Wert in dieser Nacht überprüft hatte. »Ich kann das nicht weiter durchhalten«, flüsterte sie. Tränen strömten über ihr erschöpftes Gesicht. »Ich habe so große Angst, dass ich etwas verpasse.« Dann kamen die 5 Tage, die alles veränderten. Montag, 23. Oktober. Emma wachte mit Fieber auf, 38,6 Grad Celsius. Dr. Müllers Anweisungen waren klar. Kontrolliert sie alle 2 Stunden. Fieber macht den Blutzucker unvorhersehbar. Ruft mich an, wenn es 39,7 Grad Celsius erreicht. An diesem Morgen tat Max etwas, das er noch nie zuvor getan hatte. Er drückte beide Kindergitter durch, kletterte die Treppe hinauf und ging direkt in Emmas Zimmer. Rachel fand ihn neben Emmas Bett liegend, seinen enormen Kopf auf der Matratze in der Nähe ihrer kleinen Hand ruhend. »Max, du kannst nicht«, begann Rachel. »Er gibt mir ein sicheres Gefühl, Mama«, unterbrach Emma, ihre fiebrige Hand streckte sich aus, um sein vernarbtes Gesicht zu berühren. »Kann er bleiben? Bitte.« Rachel sah David an. David sah Max an.
Dieser massive Hund bewegte sich nicht. Seine Augen waren auf Emma fixiert mit einer Intensität, die über Gehorsam, über Training hinausging. Es war etwas Ursprüngliches, etwas Beschützendes. »Okay«, sagte David leise. »Er kann bleiben.« Tag 2. Emmas Fieber stieg auf 39,3 Grad Celsius. Blutzucker schoss hoch und stürzte ab. Max hatte seit Montagmorgen nichts gegessen. 3 Schlucke Wasser. Tag 3. 39,5 Grad Celsius. Dr. Müller? Wenn es 39,7 Grad Celsius erreicht, sofort in die Notaufnahme. Rachel schlief auf Emmas Boden. Max bewegte sich nicht. Tag 4. Max verweigerte weiterhin Essen. »Der Hund zerstört sich selbst«, sagte David. »Er weiß, dass ich ihn brauche«, flüsterte Emma. Tag 5. Emmas Fieber brach. 37,7 Grad Celsius. Krise vorbei. Rachel gab Emma ihr Insulin, deckte sie zu. Rachel und David brachen erschöpft ins Bett. Der Alarm um 2 Uhr morgens? Sie hörten ihn nicht. Aber wenn du immer noch zuschaust und den Abonnieren-Button noch nicht gedrückt hast, musst du etwas verstehen. Was um 3:17 Uhr morgens passiert, ist der Grund, warum dieser Kanal existiert. Um dir Geschichten zu zeigen, die beweisen, dass Tiere Wächter sind, die Dinge sehen, die wir nicht können. Drück jetzt auf Abonnieren, denn was als nächstes kommt, wird beweisen, warum du die richtige Entscheidung getroffen hast. Um 3:17 Uhr hob Max seinen Kopf. Emmas Atmung hatte sich verändert. Flach, schnell, falsch, hautkalt. Lippen verloren Farbe. Herzschlag zu schnell. Schwere Hypoglykämie. Jede Sekunde zählte. Er bellte. Scharf, verzweifelt. Wuff, wuff, wuff! Rachel schoss aufrecht. »Emma!« Sie stürmten durch die Tür. Emma bewusstlos. Lippen blass, Haut klamm. Rachel schnappte sich das Glukosemessgerät. 2,3 Millimol pro Liter. Kritisch niedrig. »Hol das Glucagon-Set jetzt!« David sprintete in die Küche, schnappte es sich, sprintete zurück. Rachel injizierte das Glucagon in Emmas Oberschenkel. 67 Sekunden. Emmas Augen öffneten sich. »Mama?« Rachel brach zusammen, schluchzend. 15 Minuten später 4,9 Millimol pro Liter. Stabil. Im Krankenhaus war Dr. Müller ernst. Kritisches hypoglykämisches Ereignis. 5 Minuten später: »Wir haben den Alarm verschlafen«, gab David zu. »Euer Hund hat eurer Tochter das Leben gerettet.« An diesem Morgen stellten sie Max' Bett in Emmas Zimmer. 6 Monate später gedeiht Emma in der 1. Klasse. Jede Nacht schläft Max neben ihr. Emma nennt ihn ihren Diabeteshelden. Denn manchmal tragen die größten Hunde die sanftesten Herzen. Und manchmal weigert sich die heftigste Liebe zu essen, weigert sich, deine Seite zu verlassen. Das ist keine Besessenheit, das ist Hingabe. Also hier ist die Frage: Können Hunde medizinische Notfälle wirklich spüren, bevor sie passieren? Schreibt eure Antwort unten.